habe eine Leihgabe von Richard bekommen. Vielen Dank dafür. Grüße gehen nach Belgien und nach Berlin-Brandenburg. Und zwar eine Richard Fleckschaft, eine K902. Die werde ich jetzt ausprobieren und hoffen, dass die Leitung so weit in Ordnung geht, dass die Kundin keinen Rückstau mehr hat. So, jetzt haben wir schön abgeklebt. Ich will zuerst das hier machen. Geht da eine große Leitung drin. Das ist aber auch nicht das Problem. Das Problem ist hier, die alte weiße Leitung ist eine Ethernet-Leitung. Und die ist schon sehr geschwächt. Weiß nicht, ob man das sieht, da wo es überall diese Punkte gibt, ist das eigentlich schon fast durch. So, hier hoch, da ist ein Riss, ist aber in sich noch dicht. Das Stück hier auch ganz schlimm. Das hier ist meine Kundin. Die hat ab und zu am Wochenende einen Rückstau, da gurgelt es ganz stark. Also will ich jetzt mit der Richard ran. Ist eine Schleuderkette und sollte eigentlich schon mal die Gröbste wegkriegen. Und dann werden wir zeitnah, vielleicht nächste Woche, das Rohr neu machen. Mal gucken. So. Ob wir gleich durchkommen, das weiß ich gar nicht. Das erste Mal, als ich es benutze. Also, sinngemäß rinschieben, durchschieben, anmachen, zurückdrehen, dabei Wasser laufen lassen. Wasser läuft hoch. Wasser läuft. Erst durchschieben, bis er da unten ist. Sehr schön. Dann merke ich jetzt hier aufmachen mit der Fleckschaft mal da lang und hier rum ein paar Meter hin sollte reichen. Kleben wir noch vorher ab und ist gut. Da muss ja schon ein ganzes Stück drin sein.
kaputten Stelle. Wollen wir mal gucken. Ja, hier steigt er noch ein bisschen, aber die ist fast normal. Aber es darf nicht viel höher kommen. Und hier unten haben wir einen Ikea-Traps. Ob der nun irgendwo zu ist, eigentlich fassen wir sowas nicht an. Aber dort ist es nicht. Richtig gefallen tut mir das nicht. Geht noch sehr langsam, ne? Ja. Ganz schön laut bei ihm. Ja. So, die Küche läuft nicht so doll ab. Habe ich jetzt hier einen Abzweig eingebaut. Da gehe ich jetzt mit dem Flexschaft rein. Und ja, wollen wir mal loslegen mit dem guten Stück. Becken füllen. Manikuchen essen. Und ein Stück Kaffee kriegen. Dankeschön. Und der Kollege kriegt auch einen Manikuchen. Money makes the world go round. Nee, Streusel, das kann aber auch sein, dass ich das mal hinbrauche. So, ich fülle jetzt noch mal den Becken und dann sollten wir durch sein. Das ist gut. Schon Feierabend. So, habe es heute zweimal einsetzen können. Habe jetzt die Zweierkette abgemacht und dafür eine einzelne und aber ein Bohrer. Das schien mir sinnvoller gewesen, sollte ich mal eine Verstopfung haben, dann komme ich halt damit durch. Was ich nicht verstehe, warum sind die Schrauben so lang? Die sind doch in kurzer Zeit sind die doch kaputt oder verschlissen. Da hätte man doch das Material etwas dicker machen können, sodass die Schrauben verschwinden. Aber gut. Das ist die einzige Kritik, die ich bislang habe nach zweimal Einsatz. Ansonsten tadellos. Hat gut funktioniert alles. Mal gucken, ob wir die jetzt nochmal brauchen. Ich habe es jetzt nur eingesetzt, weil wir in Berlin ja nun mal Guss und Kunststoff oft haben. Und bei Guss sehe ich die Schwierigkeit, mit dem rumzukommen in meinem Bogen. Und hier denke ich mal, komme ich eher rum. Ist ja auch nur für 2 Zoll Leitung, also DN50. Carsten, ich habe dich gesehen. Stimmt gar nicht, ihr habt nämlich den Wagen hier gesehen. Der sieht genauso aus. Nur hat er keine Lampen auf dem Dach. So, Michael hat ein Problem. Wollen wir mal gucken. Michael! Michael! Ja. Da komme ich hier an und ich muss eine Aura haben. Ist gerade abgelaufen, sagt er. So, die läuft das nicht so wirklich. Sehr schön. Ja, mal gucken, was da unten los ist. Denke, ihr hebt das Licht? Macht ihr Licht in Gedanken? Oh, ist ja schon durch. Fettabscheider.
Okay. Aber es riecht auch gut hier. Ah. Ach, da hinten ist die Toilette. Wo war der Stopper? Am Bogen wahrscheinlich. Hier. Wo? Da. Hier war der Stopper? Nein, vom Bogen hier bis dahin. Sag doch. So ist es manchmal. Da schreibt man nach Hilfe. Hilfe, Hilfe. Und dann ist man da, noch einmal geht es. Aber ich will jetzt wenigstens mal mit der Kamera reingucken. Wir glauben, der Bogen war das. Glauben wir. Wollen wir mal gucken, ob es so stimmt, was der Michael denkt. Auf jeden Fall ist er hängen geblieben. Kann ja sein, dass er noch drin ist. Und wollen wir mal wissen, ob ein Gegenstand drin ist. Da stand schon eine ganze Weile hier. Da ist ein bisschen Fett. Jetzt fahren wir in Richtung Toilette. Hat er doch schön gemacht, der Michael. Jetzt wollen wir mal in eine andere Richtung fahren. Wie lange hast du auf mich gewartet? Ich muss auf die Uhr gucken, seit wann ich hier bin. Zwischendurch war ich den Tränen nah. Ganz ehrlich, so gut wie der Robert Neumann kann ich nicht sein. Werde ich auch niemals werden. Alle gut. Ich war hier seit 14 Uhr. Na ja, das ist 3 Stunden fast. Und es stimmt aber, ich bin gekommen, auf einmal ist die Verstopfung weg. In dem Augenblick, wo du gerufen hast nach meinem lieblichen Namen, hat plupp gemacht und... Also ist es meine war. Stimme oder meine Aura? Ich würde sagen eher die Aura. Ja, gut, also machen wir jetzt hier mal sauber. Du, guck mal, hier hat schon mal einer probiert. Warte mal. Weißt du, woran ich das erkenne? Guck mal hier. Halt unten zerkratzt. Da war schon mal einer dran, irgendein Idiot. Naja, so lange wir es denn. Ja, ein bisschen sauber machen hier, was? Mann. Ja, weil so manche Rohrreihen hier für Dreck hinterlassen, ne? Ich sag dir die. I wish I was a toilet bowl. Lieber Carsten, das Wichtigste, was du immer brauchst. Oh. Dein Kaffee. Many thanks. Oh.
Ein bisschen heiß. Dankeschön. Bitteschön. Very satisfying. Schönen Feierabend.